Hallo liebe Freunde von Sei schlau und ciao. Und zwar heute geht es um ein ganz anderes Thema. Und zwar ich zeige euch, um was es hier geht. Und zwar ich zeige euch jetzt die jetzige Internetverbindung, die ich habe. Und ja, ich hatte schon mal eine schlechtere Verbindung, aber ich kenne welche, die haben eine bessere Verbindung. Also ich mache jetzt hier einen Speedtest und werde jetzt hier einmal zum Abgleich überprüfen, was wir zum jetzigen Zeitpunkt an Internetgeschwindigkeit haben. Mein Ziel ist es, das Ganze von DSL auf Starlink umzustellen. Also wir können jetzt hier sehen, ich habe hier 66,95 Download und habe 14,36 Upload. Ja, und zwar, wenn wir hier auf die Startseite von starlink.com gehen, haben wir hier schon diese Übersicht und hier sollte es anscheinend Internet für 35 Euro aus dem Weltall geben. Und ja, wenn ich jetzt hier auf diese drei Pfeile hier klicke, können wir schon sehen, dass Starlink schon erkannt hat, dass ich von Österreich hier auf dieser Seite zugreife. Man könnte jetzt natürlich sich jetzt hier anmelden. Wir können jetzt aber auch hier, ihr müsst unterscheiden, hier gibt es das Angebot für Reisen, wenn man unterwegs ist, oder Privathaushalt. Und wir werden das Ganze jetzt hier im Privathaushalt verwenden und auch gleich hier loslegen. Dazu gibt man zuerst als allererstens die Adresse ein, wo das Ganze auch dann installiert wird und dann wird das System überprüfen, ob bei euch Starlink überhaupt möglich ist. Ich werde jetzt hier die Adresse eingeben. Ja, und zwar hier wird geschrieben, dass in meinem Wohnsitz das Ganze schnell und zuverlässig funktionieren sollte. Und zwar würde das Ganze, wenn ich das jetzt heute bestellen würde, 23 Euro zur Sofortzahlung kosten und danach wären wir hier bei 35 im Monat. Und dazu sagen die wirklich, dass wir bis zu 200 Mbit Download erhalten sollten. Ja, ich werde das Ganze jetzt hier erstens mal bestellen. Und dazu sage ich zur Kasse. Jetzt verlangt er von uns die ganzen Informationen, Kontaktinformationen. Das werde ich jetzt hier bekannt geben. Hier unterhalb verlangt er von uns jetzt die Zahlung, die Karte bzw. oder Klarna mit Banküberweisung. Und auch das werde ich jetzt hier bekannt geben. Wir werden das Ganze jetzt zahlungspflichtig bestellen. Ich werde die ganze Zahlung jetzt bestätigen. Ja, Starlink wurde bestätigt und bestellt. Und ja, hier könnte man auch jetzt noch das Account anlegen. Das werden wir auch jetzt gleich machen. Dazu geben wir ein Passwort ein, das wir uns merken. Jawohl. Ja, somit sind wir hier jetzt schon in unserem Account von Starlink. Und hier könnte man dann auch schon die Bestellung überprüfen und wir können hier schon sehen, dass das Ganze auch versendet wurde. Dann hat man auch hier die ganzen Abrechnungen zur Übersicht. Auch hier kann man schon sehen, dass die 23 Euro hier bezahlt sind. Und ja, dann kann man auch hier die Abos, sieht man das Ganze hier schön aufgelistet. Das ist noch ausstehend. Und auch im Shop können wir, wenn es Bedarf hat, auch zusätzliche Halterungen und dementsprechende Router oder Sachen dazu bestellen. Wir bestellen uns jetzt einfach nur diese Starlink-Anteile und schauen, was uns geliefert wird. Und sobald wir das Ganze dann auch erhalten haben, werde ich euch zeigen, wie ich das Ganze auch dann installiere. Ja, liebe Freunde, und zwar nur damit ihr mal seht, wie es bei mir aussieht. Und zwar habe ich hier eine Fritzbox im Dachboden mit dem jetzigen Magenta Internet DSL-Anschluss, wie schon vorhin gezeigt mit der dementsprechenden Geschwindigkeit. Und hier kommt das Ganze dann auch schon im Eck
per Telefon oder DSL-Leitung hinzu. Ja, jetzt geht es dann jetzt nur um das Starlink. Wie gesagt, das Ganze werden wir ersetzen und wir werden das Ganze von oben hier neu. Ich werde das Ganze auf dem Dach installieren und jawohl, und ganze 4 Tage hat es gedauert und ich habe mein Starlink-Paket erhalten. Ja, so sieht unsere Verpackung aus. Das Ganze wiegt 4 Kilo und macht somit schon mal einen schönen Eindruck. Ja, wir werden das Ganze jetzt hier mal öffnen und schauen, was wir alles erhalten haben. Ja, Spannung steigt. Super. Hier haben wir schon mal unsere Antenne. Die nehmen wir jetzt mal raus. Boah. Cool. Ja. Das sieht schon mal cool aus. Jawohl. Hier haben wir dann auch schon eine Auflistung, Schritt für Schritt, wie wir das Ganze dann anscheinend einrichten sollen, mit der Ausrichtung und dem Ganzen. Und hier haben wir dann schon, jawohl, unseren Router, glaube ich, oder das Netzteil für die Antenne haben wir hier. Dann haben wir hier, glaube ich, den Router bzw. das Modem mit 2 Netzwerkanschlüssen hier hinterhalb. Und dann haben wir das Verbindungskabel vom Satellit zum Modem und zum Netzteil dazu haben wir auch noch dann den Stromstecker. Ja, super, toll. Das Ganze sieht jetzt schon mal gut aus. Ich werde jetzt mir das Ganze jetzt genauer mal anschauen mit der Antenne, denn ich habe vor, das Ganze auf dem Dach oben im Freien beim Satellitenspiegel dann zu installieren. Und das zeige ich euch gleich im nächsten Schritt. Ja, als erstens, nachdem wir alles ausgepackt haben, scannen wir diesen QR-Code und öffnen das im Handy, und da können wir dann schon über Apple oder über Google das Ganze installieren, und das werden wir jetzt. Wenn das Ganze jetzt installiert ist, öffnen wir die App und da kann man jetzt schon, ja, sich mal schlau machen und das Ganze lesen. Hier gibt es schon mal ein Fragezeichen. Hier kann man das ganze Konto, wahrscheinlich auch das Konto, was wir bei der Registrierung erstellt haben. Ja, wir gehen jetzt mal auf Einrichtung starten. Wir kommen gleich schon zum Modell. Und je nachdem, welches Modell ihr hier ausgewählt habt, verwenden wir hier das Ganze. Ich habe hier das Standard und ja, jetzt verlangt er schon den besten Ort für die Ausrichtung von der Antenne. Wir können jetzt auch hier mal einen Test starten, wie wir das Ganze im Schnellverfahren einfach aufbauen, bevor wir das Ganze dann auch installieren. Fix. Ja, Standort finden. Wir gehen jetzt raus und platzieren mal zumindest die Antenne. Jetzt nehmen wir hier das mitgelieferte Kabel. Das scheint ein normales Netzwerkkabel zu sein, und führen diese hier weiter so hinein, bis das Ganze aber auch richtig fest ordentlich sitzt und auch quasi, ich zeige es euch jetzt beim anderen Stecker nochmal, dass quasi die Dichtung hier schön alles abdichtet. Ja, wenn das Ganze so jetzt platziert wurde, gehen wir raus und stellen die Antenne zumindest mal so hin und schauen, was uns die App dann quasi sagt. So, ja, leider ist das jetzt etwas dunkel, aber dennoch haben wir das jetzt zur freien Sicht hingestellt, haben das Kabel genommen und sind hier dann zum Router, und hier wird das Ganze dann auch schon beschriftet. Quasi hier kommt das Satelliteneingangssignal und hier stecken wir die Antenne an. Ja, danach haben wir das Netzteil. Das Netzteil nehmen wir auch hier und versorgen
hier quasi unser Modem mit Strom. Und das Kabel hier ist der Stromadapter für euer Netzteil. Ja, dann stecken wir das Ganze schon mal im Strom an. Ja, jetzt wo wir alles angeschlossen haben und hier auch dann das Modem leuchtet, nehmen wir das Handy wieder her und sagen, einen Standort finden. Jetzt werden wir hier gefragt, wo sich der Standort befinden soll. Dach, Balkon, Hof oder im Freien unterwegs. Wir nennen jetzt hier Hof oder im Freien und sagen weiter. Und ja, wir müssten jetzt hier quasi das aktivieren. Kamera und Standort. Sie suchen einen weiteren Bereich, gehen Sie nach draußen und ja, montieren, das haben wir gemacht, auf den Himmel. Sammeln Sie mit der Kamera Ihr Gerät alle Punkte am Himmel. Jawohl, das werden wir jetzt auch machen. Wir gehen jetzt wieder nach draußen. Ja, und zwar wir sind jetzt hier im Freien mit der App und jetzt müssen wir mit dieser App hier im Himmel die ganzen Punkte hier einsammeln, die man hier sehen kann, bis sich der Kreis füllt, und alles, was rot hier angezeigt wird, sind quasi ja, Einschränkungen, die das Signal behindern, wie eine Hausmauer, ein Baum. Und auch hier haben wir die Punkte, die wir hier einsammeln. Und ja, jetzt können wir anhand der App schon wieder weitergehen. Und wir können hier schon feststellen, dass wir einen schlechten Empfang haben werden, weil ich das Ganze relativ nah am Haus jetzt demonstriert habe. Wir werden das Ganze jetzt trotzdem einmal testen und schauen, wie das weitergeht. Ja, und im nächsten Schritt wurden wir schon aufgefordert, das Netzwerk einzurichten. Sprich, wir geben hier einen WLAN-Name ein, wie das Ganze dann heißen sollte. In meinem Fall habe ich Starlink und meinen Namen dazu genommen und ein frei verfügbares Passwort, das man von 8 bis 32 Zahlen auswählen kann. Und ja, jetzt verlangt er uns hier 1 Minute Wartezeit, bis das Ganze konfiguriert, und wir werden gleich sehen, was passiert. Nachdem das Ganze jetzt alles konfiguriert hat, haben wir hier schon mal eine Softwareaktualisierung, die jetzt hier automatisch durchgeführt wird. Und wir haben auch hier den Hinweis, dass Starlink um 37 Grad falsch ausgerichtet ist. Und sobald die Software heruntergeladen ist, werden wir das Ganze ausrichten, nochmals hier, und schauen, ob wir das Ganze auf die Schnelle nochmals besser justieren können. Ja, und zwar wir haben jetzt die Antenne hier einfach 2-3 Meter weiter vorgesetzt, und somit haben wir, ja, wir werden das Ganze dann sowieso auf dem Dach montieren, aber jetzt hier im Beispiel haben wir, ja, so sollte man sagen, gute halbe Sicht, und wir werden jetzt gleich einen Speedtest durchführen durch die App, die das ermöglicht, und schauen, was wir einfach so erreichen. Ja, und zwar die ganzen Aktualisierungen sind alle durch. Wir sind zwar online und es ist zwar immer noch nicht richtig ausgerichtet, aber wir sollten normal schon im Internet sein. Und ja, wir werden jetzt hier einen Speedtest durchführen und starten das Ganze jetzt einmal. Und jawohl, wir haben hier schon mal über 100 so kurzzeitig stehen gehabt. Jawohl, und hier haben wir 102 Download, also wir haben schon jetzt besseres Internet wie zuvor, und das nur, weil wir das quasi wie im Garten hingestellt haben. Ja, und Upload haben wir 23, auch wesentlich mehr wie vorhin. Ja, und die optimale Ausrichtung könnt ihr dann anhand vom Handy feststellen, denn wenn ich jetzt hier diese Antenne drehe, erkennt das System, dass ich nicht mehr in dieser Ausrichtung bin. Also somit könnt ihr das Ganze wirklich sehr einfach ausrichten, wie die App
dann auch empfiehlt, wie es sein sollte. Ja, wir sind jetzt leider hier in der Schräge, haben hier noch ein Haus nebenan, aber dennoch scheint das Ganze eine gute Sache zu sein. Und wir sehen jetzt auch hier schon, wir sind online und wir haben hier keine Benachrichtigung oder sonst irgendetwas. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, das Ganze scheint auf Anhieb einwandfrei zu funktionieren. Ja, und ich habe das Ganze jetzt wieder abgebaut und ich würde jetzt damit das Video abbrechen, und wenn das Video genug Zuschauer erreicht, werde ich einen zweiten Teil davon machen, wie ich das Ganze auf dem Dach montiere, und ein neues Video dazu. Es würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt, abonniert und ja, mich so damit unterstützt.